Willkommen bei Rotersbus. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind immer noch in der Kolonie Independencia. Die Kolonie Independencia ist wohl eine der größten deutschen Ansammlungen in Paraguay oder in Südamerika generell. Das Ziel der Auswanderer aus Deutschland, Leute, die keinen Bock mehr auf Deutschland haben oder wie auch immer oder die neue Freiheit suchen, die sind hier. Und wir sind heute hier, und das haben wir euch ja versprochen, um euch einfach mal zu zeigen, was kostet das Leben hier, was kann man hier machen, was gibt es hier für Essen und wie sind die Leute hier drauf. Gib mal das Geld. Oh, ich fühle mich immer wie El Bandi hier, unglaublich. Ja? La moneda oficial del Paraguay es el guaraní y la banconota con el valor más alto es 100.000 guaraní, que son más o menos 12 euros, y la con el valor más pequeñito, 2.000 guaraní, que son 25 céntimos más o menos. Ich krieg's auch nicht wieder. Aber egal. Also der Kurs vom Guarani zum Euro ist derzeit 1 Euro, sind 8.300 Guarani. Damit ihr ungefähr eine Übersicht habt. Wir schreiben aber auch immer die deutschen Preise rein. Und jetzt gehen wir in die Stadt und gucken einfach mal, was die Dinge kosten. Viel Spaß beim Video. Paraguay liegt mitten in Südamerika. Das Land ist ungefähr 20% größer als Deutschland. Die Hauptstadt ist Asunción. Wir befinden uns 180 Kilometer östlich der Hauptstadt in der Kolonie Independencia. Die Kolonie hat ca. 27.000 Einwohner und ist 1919 gegründet worden. Es wird Deutsch, Spanisch und Guarani gesprochen. Guten Morgen! Ja, morgen! Wir sind auf dem Weg Richtung, wie heißt der Ort? Melgarejo. Melgarejo. Ich kann mir nie einen Ortsnamen merken, das funktioniert einfach bei mir nicht. Also nie, auch keine anderen Namen. Das ist nicht mein Ding, Nummern sind besser. Aber egal. Melgarejo. Also Alessandra weiß ich, aber ja, egal. Also auf nach Melgarejo in unserem super geilen Rennflitzer hier. Wir wollen euch ja zeigen, wie man hier lebt. Und dementsprechend werden wir heute eins machen. Wir werden heute mal einen Tag damit verbringen, Dinge einzukaufen und hier ganz normal uns zu bewegen. Das allererste, was wir also machen, ist, wir fahren zum Bäcker. Wir haben Hunger. Hast du Hunger? Ja, total. No hemos hecho ningún desayuno, Genau, wir haben nicht gefrühstückt. Also, wir sind auf dem Weg zum Bäcker und dann wollen wir mal gucken, wie die Preise da sind. Ja. So, da sind wir auch schon. Backhaus Rosso. Und die haben meine absolute Lieblingsnussschnecke. Die ist so dermaßen lecker. Also wirklich so unglaublich lecker. So, und da gucken wir jetzt mal, was kostet überhaupt Brot hier. Morgen! So. Da ist das gute Stück. Morgen! Morgen! Ach, ja, da freue ich mich hier zu sein. Eure Sachen sind echt so dermaßen lecker. Zum Frühstück hätten wir erstmal gerne 2 Kaffee, das ist sicher. Groß oder klein? Groß. Milch oder schwarz? Schwarz. Was nimmst du zum Frühstück? Tom este Frühstück Kopenhagener. Frucht Kopenhagener. Schön. Ja. So, ich hätte gern noch so ein Schwarzbrot, oder habt ihr gerade heute nicht, ne? Was ist denn noch das Dunkelste, was ihr habt? Das Roggenvollkorn. Dann nehme ich das. Was kostet da das Kilo? Das Kilo kostet 30.000. Und das Bio-Roggenvollkorn. Und Nee, alles. 72. Danke. Ich habe gerade noch eine Information bekommen, die mich total begeistert. Also erstens ist es nur ein Bäckermeister, der das alles macht. Und es sind 2 Läden plus ein Dönerladen, hast du gesagt, ne? Genau. Wie viele? Also 2 Läden? Also wir haben einen in Melgarejo, einen in Bocoyati. Dann fahren wir jeden Samstag nach La Culmina zum Markt und einmal im Monat San Bernardino und den Dönerladen in Villarrica. Unglaublich, eine einzige Person, nur noch ein paar Hilfen, die da mit drin sind, aber ein Bäckermeister. Und der macht das Marzipan sogar selber, oder? Genau so ist es. Unglaublich, Marzipan selber machen, macht in Deutschland ja fast keiner mehr. Wirklich super, super lecker.
Was ist nach dem Essen am wichtigsten? Tanken. So, wir sind an der Tankstelle angekommen. Hi. Man tankt ja nicht selber in Paraguay. Ja, 10 litros de diesel común. Apagas el motor, Schatz. Sí, vengo atrás. ¿Cuánto cuesta el litro? Ah, 7.650. das ist aber Diesel Común, das heißt also, das ist ein bisschen, un poco difícil abrir. Das heißt also, dieser Diesel, der hat mehr Schwefelanteil, der hat 50 Parts per Unit, no sé, wie man das rechnet. Also ich weiß nicht, wie man das rechnet. Auf jeden Fall hat der mehr Schwefel und für moderne Fahrzeuge ist der nicht geeignet. Aber wer jetzt hier so einen alten Panzer fährt wie wir oder auch einen T3, da kann man ruhig den Común-Diesel nehmen. Ist der richtige Schlüssel? Funciona, señor? Tiene la suya, que funciona para todos los coches. Er hat den Universalschlüssel. So, und es gibt hier auch einen Imbiss, einen deutschen Imbiss mit Currywurst, Bockwurst, Frankfurter und allem, was das Herz begehrt. Hi, Tag! Hallo, ja, schön! dich, willkommen! Ja, ich habe schon bei euch gegessen, das ist super lecker. Also eure Currywurst ist der Knaller. Ich war vor 4 Tagen hier. Unsere Leute wollen wissen, oder unser Publikum will wissen, was kostet bei euch zum Beispiel eine Currywurst? Die einfache Currywurst, es gibt 2 verschiedene Sorten. Einmal die Bockwurst und die Thüringer Rostbratwurst. Die kostet 15.000. Das sind 2 Euro. Das ist ein bisschen weniger als 2 Euro, ne? Mit Pommes frites 25.000. Okay, okay. Na, ist doch schön. Dann, aber ich kann nur sagen, es ist super lecker. Also ich habe hier schon gegessen und die Currywurst wirklich war klasse. Also zum ersten Mal in Südamerika wieder so ein Currywurst-Feeling. Gut, also dann sage ich danke für die kurze Info und einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Tschüss. Heute haben wir etwas ganz Besonderes vor. Wir wurden eingeladen, hier in der Kolonie über unsere Reise zu berichten. Ein ganz besonderer Abend, an dem wir die Chance haben, Menschen zu treffen, die unsere Reise verfolgen. Es sind viele gekommen und es war ein sehr schöner Abend. Scheiße! Bremsen! Das Auto hat keine Bremse! Bist du? Oh Mann. Das war ja knapp. Das war Ja, ein bisschen. Das ist gerade Und doble Linie. Unglaublich. Egal. Wohin gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt zu einem ganz besonderen Ort, wo wir jetzt schon, also wir sind ja jetzt hier schon seit über einer Woche, sitzen wir ja schon fest. Es gibt einen Ort, an dem wir immer wieder waren. Ja, weil es einfach lecker ist. Und ihr wisst ja, Rauthausbus, der Kanal, in dem wir uns durch die Welt fressen. Aber wir fahren diesmal, sind wir zwar weit weg, aber es gibt was ganz Klassisches, was absolut Klassisches. Wir fahren in ein Café, wo es richtig geile deutsche Torten gibt, so richtig geile deutsche Torten. Und dort treffen wir Nico und seine Frau, die betreiben das Café. Ja, und da freuen wir uns drauf. Und bis dahin fliegen wir mit unserem... jetzt fliegt auch noch die Kamera runter. Bis dahin fliegen wir mit unserem Peugeot durch die Gegend. So, Ja, auf jeden Fall schön, dass wir bei dir sind und schön, dass wir wieder Torten essen können. Da freuen wir uns drauf. ¿Este está con frambuesa? Con frambuesa. Creo Queso que con frambuesa. tomo esto. Para mí uno de esto. Also ich glaube, ich muss 2 Stücken nehmen. Die andere ist auch Käse, aber mit Erdbeere, ne? Ja, genau. Oh, das ist alles so gut. Also dann nehme ich eins mit Nuss, wie von gestern, und das Stück mit Erdbeer und Käse. Und 2 schwarze Kaffee. Sí.
por favor. ¿Tú tomas 2 tartas? Ja, ich glaube, ich Oh mein nehme 2. Gott. Ich nehme 2. Ja, ich kann mich einfach nicht Es una entscheiden. adicción, no puedo, la verdad, no puedo hacer nada. Si salta un día que no viene, el día que viene quiere 2. Se nota que le gusta mucho. Sí, y además no es tan fácil en el viaje encontrar buena tarta. Algo rico, ¿verdad? Sí. No existe tarta alemán, no existe más en Alemania. Ah, en Alemania Ja, ya mira, hay unos cafés muy caros, genau, es gibt viele teure Cafés, aber es gibt keine guten Cafés mehr. Okay. Schon mal jemand erzählt, ja? Also es gibt kaum noch jemanden, das so schmeckt wie zu Hause, also wo wirklich eine richtige, also wo keine Zusatzstoffe drin sind, wo einfach gute Qualität also, hat. Wie man sagt, hausgemacht. Genau. Und bei dir ist das noch so. Ja, genau. Wow. Alles hausgemacht. So wie es sein muss. Schön, wirklich schön. Okay, und 2 Kaffee. 2 Kaffee. Sí, Wir nehmen es selber mit. Ja. lo llevamos. Kaffee Danke. schwarz, hast du gesagt. Genau. Gracias. Du bringst du raus? Ja, kriege ich. Danke. Cool, schön, dass das geklappt hat und schön, dass du für ein paar Fragen für unser Publikum und für die, die es wissen wollen, zur Verfügung stehst. Hi Nico. Hallo. Die erste Frage, die mich brennend interessiert, du sprichst ja relativ viele Sprachen, aber seit wann bist du hier? Seit wann seid ihr hier? Weihnachten 30 Jahre. 30 Jahre. Dieses Jahr Weihnachten wird es 30 Jahre sein. Das Jahr. Und du bist von Südafrika hierher, ist das richtig? Von Südafrika, ja. Mit Familie, mit allem drum und dran. Ja, nur also mein Vater, Okay. der hat entschieden. Der hat gesagt, für mich und meine Schwester sieht er keine Zukunft in Südafrika mehr. Und ja. Und dann seid ihr hier. Ja, und dann, der hat gesagt, also kein anderes Afrikaland, dann kann man ja gleich in Afrika bleiben. Also diese paar Regeln hat er so gemacht. Kein erster Weltland, weil der wollte von das weg. Und kein Land, wo die Engländer mal je war. Weil der wollte von dem System nichts mehr wissen. Klare Regeln. Klare Und Regeln. dann hast du deine Frau erst hier kennengelernt, oder? Ja. Alles klar, okay. Und sie spricht Deutsch und durch sie hast du Deutsch sprechen gelernt, oder? No, wo wir kamen, wir sind erst in Chaco, Ah, okay. also andere Seite von Paraguay, zu den Mennoniten gegangen. Und da habe ich, nach einem Jahr bin ich dann raus, habe ich angefangen zu arbeiten und dann habe ich ziemlich schnell das Dialekt von denen. Vielleicht habe ich eine Gabe, um ein bisschen einfache Sprache zu lernen. Also ich habe mir da in 6 Monaten, 8 Monate das Plattdeutsch Okay, alles klar. mit einem schönen Akzent auch, die haben immer gelacht, wenn ich geredet habe. Wie lange habt ihr eure Bäckerei jetzt hier? Oder das Café ist ja eigentlich keine Bäckerei, ist ja ein Café. Ja, hier glaube ich, 7, 8 Jahre sind wir schon wieder jetzt hier. Okay. Ja, Erika ist jetzt auch noch dazu gekommen. Jetzt kann ich auch gleich dich fragen. Ja. Hast du dir das alles selber beigebracht? Oder? Ja, alles Du selber. hast keine Bäckerlehre, kein nichts? Nein, nichts. Das ist so lecker. Sagen wir mal, erst war es ein Hobby und dann wurde es aus dem Hobby ein Geschäft gemacht. Aber sehr gut, wirklich. Also einzigartig und die schmecken echt wie zu Hause. Also wie ich das Ja. eigentlich von meiner Mama kenne vor Ja, wie 30, gesagt, 40 Jahren. hausgemacht. Wirklich, richtig gut. Also meine Lieblingstorte, sage ich mal vorweg, ist die Maracuja-Torte. Die finde ich wirklich am allerbesten von allen. Was ist denn so die Torte, die hier am meisten läuft? Also wo die Leute am meisten euch aus der Hand reißen? Oh Gott, Kann man gar nicht sagen, weil alles geht gut. Also es gibt- Aber wie gesagt, zum Beispiel Käsekuchen mit Früchten, das geht auf jeden Fall sehr gut. also auf jeden Fall ihre Spezialität ist Käsekuchen. Käsekuchen, Spezialität ja. ist Käsekuchen. Und Das dann- ist ihre. Die Maracuja-Torte, wie du sagst, auch, das geht auch sehr gut. Ne, ihre Lieblingskuchen ist der Mondkuchen. Ah ja, Der den ist habe ich jetzt gerade aus dem Ofen raus. echt, ja. schön. Er ist fertig, Baby. Ja, aber kann ihn leider noch nicht anschneiden. Ist ja zu heiß. Eure Zutaten, die kriegt ihr hier alle? Könnt ihr alles hier vor Ort kaufen? Oder müsst ihr in Europa kaufen? Oder? Ja, was von Europa? Marzipan. Das lässt, Sauerkirschen. ja, also Sauerkirsche kriegen wir hier gekauft. Das gibt es Leute, die das importieren. Ja, genau wie Mohn auch. Aber seid ihr abhängig. Wenn das nicht kommt rechtzeitig, dann gibt es Ja, ja, halt keinen das- Kuchen mit Sauerkirsch. Genau, ja. Und Marzipan, wenn jemand mal so freundlich ist, wenn man mal jemanden kennt, was rüberfliegt und fragt, ob der vielleicht ein Kilo Platz oder ein halbes Kilo Platz für uns hat,
Das kriegt man an Argentinien, glaube ich. Genau, Käsequark, wie ist es mit Quark? Den macht ihr selber. Den macht ihr mit Ricotta oder wie macht ihr den? Ja, man kauft Milch nach Polanda und dann mache ich selber den Milch. Machst du selber den Quark aus der frischen Milch? Genau, okay. ja. Ein bisschen kompliziert mit dem Quark, den man verkauft. Sehr delikat mit ihrer Käsekuchen. Also der Quark ist sehr delikat. Okay. Na, also wirklich einzigartig gut. Also ich habe heute zum ersten Mal wieder richtigen So Quarkgeschmack im Mund gehabt. Ja. Macht ihr sehr lecker. Wo wir noch nicht verheiratet waren, ich da praktisch zu ihr ging. Auf Besuch, überhaupt Wochenende. Sie hat für ihren Supermarkt gearbeitet. Also das, was jetzt abgebrannt wurde, leider. Und dann überhaupt dann sonntags, wo sie dann zum Elternhaus gefahren war, wo ich dann zum Mittagessen gegangen bin, hat sie immer irgendwelche Nachspeise haben müssen. Und war schon immer mein Hobby. Ja, dein Hobby. Okay. Und ich habe einfach das immer so jeden Sonntag, ich hab gedacht, das muss ich ausnutzen. Weißt du? Das kann ich verstehen. Ja. Liebe geht auch durch den Magen. Also, ist ja immer so. Also hat sie dich sozusagen mit den Süßigkeiten verführt? Ja. Hat er Schmetterling im Bauch bekommen? Nee, und wenn du Schmetterling im Bauch willst, brauchst du nicht knutschen, dann brauchst du eine Torte. Ja, genau. Und wo wir dann geheiratet haben, dann habe ich gesagt, das muss sie ausnutzen. Dann hat sie da bedankt und dann hat sie zufällig in dem Zimmerchen da, hat sie angefangen. Ach echt? Ja, das hier war damals gar nicht gebaut, das war nur das ist da drüben, ja? Kleine Lokal dann. Ja, und da war sie allein. Man fängt ja klein an. Ja, und dann sind man nach 3-4 Jahren sind wir nach Asunción gezogen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt heute? 4. 4 Mitarbeiter, schön. Wer hierher kommt in die Gegend um Villarrica, muss hier ins Café gehen, weil das ist einfach erste Sahne, super lecker. Hat uns echt Spaß gemacht. Und von euch ganz lieb, dass ihr Lust gehabt habt, mal zu zeigen, was ihr hier macht. Vielen Dank an euch auch. Ja, super gerne. Wir kommen auf jeden Fall gerne wieder. Top. Okay. Ciao. Ciao, ciao. Für euch ist natürlich wichtig, die Preise, die wir im Supermarkt zahlen, um sein normales Leben zu bezahlen, weil das ist ja genau das, was ihr braucht, wenn ihr darüber nachdenkt, nach Südamerika zu gehen oder was kostet es in Paraguay. So, Beispiele, Thunfisch kostet hier 7.300 Guaraní. Zum Vergleich ein bisschen besser, Lomitos sind 11.900. 1,5 Litro aceite puro de girasol, 29.000 Guaraní. Also was richtig teuer ist, kaum zu glauben, ist Olivenöl, aber ist ja wohl auch in Europa so. Schaut euch das mal an. Es ist 1 Liter Olivenöl, 1 Liter 136.900 Guaraní, 136.000. Nächstes Produkt, einfach zum Vergleich, Weizenmehl. Ganz normales Weizenmehl, 1 Kilo, Typo 00, also das ganz normale weiße Weizenmehl. Und da kostet das Kilo 4.900 bis 7.900, also relativ große Preisspanne. Arroz parbolizado, largo, fino, 1 Kilo, 13.800 Guaraní. So, und jetzt kommen wir mal sagen wir mal, zum deutschen Regal oder zu den Spezialitäten. Hier gibt es wirklich, naja, alles kann man nicht sagen, aber viele Dinge, die es hier in Südamerika nicht gibt und die wir als Deutsche nun mal brauchen. Dazu gehören sicherlich Gurken. Ja? Hier alles voller Gurken, also typisch deutsch. Oder was auch typisch deutsch ist und was es nirgendwo anders gibt, selbst nicht in Italien, Schattenmorellen. Aber guckt euch den Preis an, 44.100 für Schattenmorellen. He encontrado la passata Cirio, das ist muy caro, 8.850. Und die Gurken, 44.800, das kleine Glas von Kühne, das ist schon teuer. Für uns Deutsche ja immer wieder wichtig, also für mich zumindest, gute Wurst. Und hier sind wir auch schon. So, und zwar gibt es hier die deutsche Metzgerei Willi und hier steht, ihr seht ja schon deutsche Fahne, deutsche Rezepte, paraguayisch, also paraguayisch como wie du. Ja, total cool. Und jetzt zum Preisen. So, wollen wir doch mal gucken. So, Leberkäse.
Und zwar sind es 360 Gramm und 360 Gramm kosten 16.000 Guarani. Oder das Kilo 46.000. Salami, normale Bratwurst oder hier Paprika Leona. Paprika Leona kostet auch 46.000 das Kilo. Oder Kochschinken, der hat zwar eine komische Form, schmeckt aber lecker. Kostet 70.200 das Kilo. Für uns Deutsche ist ja immer wichtig, was kostet das Bier. So, da gehen wir jetzt mal hin hier. Ich stehe schon vom Kühlregal. Kann man nämlich immer kalt kaufen in Südamerika. So, und da haben wir eine Flasche Pilsen. Ja, eine kleine Flasche, 1 Liter Bier. Und 1 Liter Bier kostet das ist also günstig. Anderes wichtiges Grundnahrungsmittel ist natürlich Milch. Wir nehmen immer diese hier, die finde ich ganz lecker. Vollmilch und kostet der Liter. Körperhygiene ist natürlich auch ein Thema. Zahnpasta, ich würde sagen, das kostet genauso viel wie bei uns. Hier Beispiele. Colgate Total 24.900 Guarani. Oder günstiger, normale Colgate, das ist sogar günstiger als bei uns, für 6.200. Also was schwierig zu kriegen ist, sind halt irgendwie Duschgele und so, aber auch hier in Paraguay gibt es scheinbar alles. Also im Rest Südamerikas haben wir so eine Auswahl nicht gehabt. Und Preise sind auch okay. Also hier Shampoo 31.000 oder auch bekannte Marke 34.000. Ja, für die unter euch, die rauchen, vielleicht ist ja auch noch interessant zu wissen, Stange Zigaretten kostet 45.000 Guarani. Das sind 5 Euro. Also die gesamte Stange kostet 45.000 Guarani. Gibt es auch Marken, die man kennt. Ja? 45.000 Guarani. Das ist 45.000 Guarani. Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Das ist 10-mal weniger als bei uns. Ja, ein Thema, was man nicht vergessen sollte, ist natürlich Geld. Geld an sich funktioniert hier aber sehr, sehr gut. Man kann ganz normal am Geldautomaten abheben. Das ist in Argentinien zum Beispiel nicht so. In Argentinien gibt es keinen Geldautomaten oder gibt es Geldautomaten, aber nicht für uns. Und da muss man alles mit Western Union machen. Hier kann man ganz normal zum Geldautomaten gehen und es kostet, ich glaube, 25.000 Guarani abzuheben. Un poco de fruta y verdura a la señora, mi amiga. Hola señora, buenos días. ¿Qué tal? Oh, mira cómo son guapa la aubergina. ¿Cuánto salen la? 12.000 el kilo. La páprica roja, ¿cuánto sale el kilo? 45. Esto era un poco caro, me lo acordaba. Riesen-Maracujas. Wow. Auch die Avocados sind hier komplett anders und riesig. Son completamente diferentes aquí. La manzana, ¿cuánto estaban al kilo? A 3.000 cada una. ¿Precio de los tomates? 12.000 el kilo. 12.000 al kilo. Tenemos fruta y verdura para un total de 85.000 guaraní. Fazit. Vorweggenommen, wir wohnen nicht hier. Wir können also nur unsere Eindrücke der letzten 4 Wochen, die wir hier waren, an euch weitergeben. Sicher ist, dass es hier in der Kolonie eigentlich alles zu kaufen gibt und man hier sehr gut leben kann. Was es hier nicht gibt, muss man halt in Deutschland bestellen und 6 Wochen warten, dann gibt es das auch hier. Ihr habt ja gesehen, die Preise sind oft günstiger als in Deutschland. Vor allem, was raussticht, sind Zigaretten, 50 Cent die Schachtel oder 80 Cent der Liter Sprit. Oder auch Rindfleisch, 5 bis 12 Euro. Und das in einer Qualität, die man in Deutschland niemals kaufen kann. Apropos Rindfleisch. Gesundheitssystem. Alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass das Gesundheitssystem gut funktioniert.
oder auf jeden Fall funktioniert. Und man kriegt aber dieses staatliche Gesundheitssystem, also die staatliche Krankenkasse, die gilt nur für Arbeitnehmer. Alle anderen müssen privat vorsorgen. Und der Erwerb von Grundstücken, der ist hier recht einfach, also zumindest mal im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern. Und der Preis pro Quadratmeter liegt so bei 1 Euro bis 3 Euro, je nach Lage. Wenn man direkt im Dorf ist, ist es natürlich noch teurer. Wenn man hier leben will, muss man nicht unbedingt Spanisch sprechen, aber es ist natürlich von Vorteil, wenn man hier ankommt, wenn man die Sprache lernt, um einfach auch zu verstehen, was man da vielleicht für Post vom Amt kriegt oder bei Verträgen etc. pp. Grundsätzlich sollte man nicht erwarten, hier das gleiche Leben führen zu können wie in Deutschland. Hier ticken die Uhren halt anders. Wir sind in Lateinamerika und nicht zuletzt wegen den Temperaturen. Wenn hier im Sommer über 3 Monate hinweg bis zu 45 Grad erreicht werden, dann kann man tagsüber natürlich nicht arbeiten oder den gleichen Tagesablauf haben, wie man den in Deutschland hat. Ja, von den Menschen hier sind wir super lieb aufgenommen worden. Wir haben auch sehr schnell alle kennengelernt. Hier finden ständig kleine Events statt und dadurch ist natürlich einfach, die Leute, die hier wohnen, auch kennenzulernen. Die Menschen, die hier in den letzten Jahren hergezogen sind, sind vor allem Leute, die mit dem Zirkus in Deutschland nicht mehr allzu viel anfangen können und hier ein besseres Leben suchen. Ich denke, der Plan ist nicht schlecht und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wir haben uns hier auf jeden Fall sehr wohl gefühlt und wir sind allen sehr dankbar, die uns hier geholfen haben und wir haben sehr viel Hilfe bekommen. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben in die deutsche Kolonie Independencia, wie das Leben hier ist und was einen hier erwartet. Unsere Zeit hier geht zu Ende. Wenn wir Glück haben, ist unser Bus noch die Woche fertig und dann geht's weiter. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für die Unterstützung. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao.